Hallo Freunde! Vor langer Zeit lebte eine sanfte und liebevolle Katze in einem gemütlichen Häuschen in der Ahornstraße mit dem Namen Klee. Klee und ihre Besitzerin, Mrs. Johnson, teilten eine Verbindung, die in Worten nicht beschrieben werden kann. Mrs. Johnson war eine ältere Frau, und Klee war ihre treue Begleiterin. Eines Tages in einer regnerischen Nacht, als der Donner donnerte und es regnete, war Mrs. Johnson plötzlich da. In Agonie griff sie an ihre Brust. Klee, der sich neben ihr zusammengerollt hatte, fühlte, dass etwas Schreckliches nicht stimmte. Mit weit aufgerissenen Augen sah sie zu, wie Mrs. Johnson zu Boden stürzte und erstickte. In Panik und Entsetzen gab Klee einen schmerzhaften Schrei aus. Das Geräusch hallte durch das Haus und durchdrang die Dunkelheit, und die Nachbarn, die schliefen, wachten abrupt auf. Sie fuhren zur Unfallstelle und riefen einen Krankenwagen. Klee blieb jedoch in der Nähe von Mrs. Johnson, ihre leuchtend grünen Augen waren voller Angst und Verwirrung. Die Sanitäter kamen schnell an, ihre eiligen Schritte wurden von einem ohrenbetäubenden Sturm unterdrückt. Sie bewerteten Mrs. Johnsons Zustand und erkannten schnell, dass ihr Puls sehr schwach war und ihr Herz zum Stillstand kam. Mit geschickten Händen trugen sie auf einer Bahre weg und ließen Klee miauen und weinen vor Sehnsucht. Als Klee zusah, wie der Krankenwagen nachts verschwand, brach ihr Herz in 1000 Scherben. Sie fühlte die Leere, die ihr ganzes Wesen verschlang. Das Haus, das einst mit Wärme und Liebe gefüllt war, schien jetzt kalt und leer zu sein. Die Tage wurden zu Wochen, und Klee blieb allein und wartete auf die Rückkehr seines geliebten Besitzers. Sie saß am Fenster und schaute draußen auf die Welt und hoffte, einen Blick darauf zu werfen, ein bekanntes Gesicht von Mrs. Johnson. Aber jeder Tag, an dem sie gelebt hat, hat ihre Trauer nur verschlimmert. Eines Abends bemerkte ein freundlicher Nachbar namens Mr. Wilson den traurigen Zustand von Klee. Entschlossen zu helfen, beschloss er, Klee in sein Haus zu bringen, wo sie Trost finden würde und freundliche Kommunikation. Monate vergingen, und Klee hat sich an sein neues Leben gewöhnt. Aber tief im Herzen sehnte sie sich immer noch nach der Rückkehr von Mrs. Johnson. An einem sonnigen Tag wärmte sich Klee in den Sonnenstrahlen, die aus dem Fenster strömten, ein Auto fuhr vor das Haus. Ein bekanntes Gesicht erschien mit einem schwachen Lächeln. Es war Mrs. Johnson, die sich auf wundersame Weise erholte und nach Hause zurückkehrte. Tränen der Freude erfüllten Klees Augen, als sie zu ihrer Herrin eilte und vor reinem Glück schnurrte. Mrs. Johnson griff Klee in die Arme und drückte sie fest an sich, als hätten sie sich nie getrennt.